So, hallo alle zusammen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen in meinem Namen sowie auch im Namen der Time Sensor AG. Ich habe schon gesehen, wir haben heute einige mehr Registrierungen. Ich warte mal noch einen ganz kleinen Moment, bis wir noch einige Zuschauer mehr haben. Für die, die schon da sind, wie gesagt, ich heiße Sie alle in meinem sowie im Namen der Time Sensor AG ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass wir heute in einer solchen Vielzahl vor Ort sind, beziehungsweise nicht vor Ort sind. Zum Ablauf des Webinars, bis wir vollzählig sind, hier schon mal kurz der Hinweis, dass Sie immer die Möglichkeit haben, via des Buttons unten, der nennt sich jetzt bei mir in deutscher Einstellung F und A für Fragen und Antworten. Da können Sie gerne während des Webinars Fragen stellen. Ansonsten, wenn es Fragen gibt zu der heute behandelten Materie, können Sie mich auch gerne per E-Mail erreichen oder eben bei uns auf der Hotline anfragen. So, ich sehe, wir sind noch mal einige Teilnehmer mehr geworden. Dann würden wir auch gleich beginnen. Und so, dann wähle ich hier einmal meine Präsentation aus. Ich bin heute alleine. Normalerweise halten wir unsere Webinare gemeinsam zu zweit, wir beiden Account Manager für den französischen und den deutschsprachigen Raum. Heute wird es allerdings so sein, dass wir das Webinar zum hier zu sehenden Thema Mitarbeiterwechsel effizient meistern, dass ich das alleine halten werde. Deswegen würde ich jetzt gerade auch mal eine Vorlage weitergehen. Das heißt, ich darf mich nochmal in aller Form vorstellen. Für jene, die mich nicht kennen, mein Name ist Zoe Schiewek und ich bin als Account Managerin für die Time Sensor AG zuständig für den deutschsprachigen Raum. Das bedeutet eben für die deutschsprachige Schweiz und für Deutschland. Und ich werde heute mit Ihnen gemeinsam dieses Webinar zum Mitarbeiterwechsel meistern. So, dann schauen wir uns noch einmal die Agenda an. Die ist relativ knapp gehalten heute. Und zwar wird es zum einen im ersten Teil unseres Webinars um das Offboarding von Mitarbeitern gehen. Das heißt, Mitarbeiter, die eben uns verlassen, die werden wir erfolgreich offboarden in Time Sensor Legal. Dann wird es eine kleine Umfrage geben und dann würden wir uns dem zweiten Part widmen, welcher dann das Onboarding neuer Mitarbeiter ist, sprich eben das Verzeichnen neuer Mitarbeiter in Time Sensor Legal, sodass wir also den ganzen Prozess von A bis Z von einem Mitarbeiterwechsel einmal abgebildet haben. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich schon los. Wie gesagt, Sie sind informiert. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne unten die kleine Chatbox benutzen und ich werde dann sogleich auf Ihre Fragen antworten. Und hier sind wir einmal in Time Sensor. Das bedeutet, wir sind jetzt hier aktuell in den Mandanten hier oben. Ich habe mich einmal in meine Demo-Version der Software eingeloggt, wo wir jetzt unser Beispiel vollziehen werden. Und zwar ist es so, dass wir natürlich einen eigenen Mitarbeiter nun erstmal offboarden möchten. Das ist ja der erste Teil unseres Webinars. Insofern navigieren wir also hier oben von den Mandanten erstmal zu den Mitarbeitern. Und hier ist es jetzt so, dass ich einen Kollegen bereits erfasst habe. Das heißt, der hat die ganze Zeit bei uns gearbeitet. Das ist einer unserer Partner. Und dieser Partner, der wird uns jetzt verlassen. Das heißt, in aller Regel ist es so in diesem Szenario, dass wir vielleicht diesem Partner oder ein Associate ist ja, Entschuldigung, kein Partner, ist es vielleicht so, dass wir diesem Mitarbeiter, der uns verlässt, auch noch ein Zeugnis ausstellen möchten. Das können wir in Time Sensor auch machen. Dazu navigieren wir einmal in das Dossier und dann dort in den Reiter Entwürfe. Bei uns ist es jetzt so, wir haben natürlich eine bereits angelegte Vorlage für dieses Zeugnis. Sollten Sie die noch nicht haben, können Sie die eigenständig kreieren. Unter Time Sensor 365 müssen Sie dafür natürlich das DMS-Modul führen und auch die Gestaltung von Vorlagen. So, ich mache das Ganze jetzt hier so, dass ich meine Entwurfsliste öffne und wir sehen hier schon, hier liegt mir ein qualifiziertes Arbeitszeugnis vor. Da starte ich einen Entwurf und wir sehen, das ist auch gleich schon auf Herrn Löschner ausgestellt, auf Herrn Löschmann, hallo, Herrn Löschner, Herr Löschmann, Löschner. Und das können wir jetzt einfach einmal hier unten rechts über den Button archivieren. Wir können es natürlich auch drucken. Ich möchte es jetzt nicht drucken. Wenn Sie das aber in Ihrer Kanzlei möchten, lassen Sie das Häkchen hier oben einfach drin. Ich bestätige das mit OK und wir sehen, dass hier im Archiv ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auftaucht. Da haben wir sogar schon zu einem vorherigen Zeitpunkt eines gehabt. Das heißt, unser Mitarbeiter hatte wohl vorher schon mal ein Arbeitszeugnis angefordert. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Jetzt ist es so, dass uns eben dieser Mitarbeiter verlässt. Das heißt, wir haben unsere letzten Arbeiten in diesem Dossier verrichtet
und möchten jetzt natürlich die Lizenz für den kommenden Eintritt eines neuen Mitarbeiters freimachen. Als erstes müssen wir dafür so vorgehen, dass wir hier in das Stammblatt des Dossiers navigieren und hier unten den Status dieses Dossiers auf inaktiv setzen. Damit ist dieses Dossier nicht mehr aktiv, dabei immer nicht vergessen, das Ganze auch zu speichern. Und wir sehen, wenn ich das hier jetzt einmal abwähle, ist das ausgegraut. Es ist aber dennoch noch da. Das ist für uns auch wichtig, da wir natürlich gegebenenfalls auch noch Korrespondenz mit diesem Mitarbeiter oder dergleichen haben und das dann gegebenenfalls dort nochmal archivieren möchten. Vielleicht ist es ja auch so, dass unser Associate uns später nochmal in Erinnerung hat und möchte gerne in die Kanzlei zurückkehren. Insofern lassen wir diesen Datensatz bestehen, schalten ihn aber auf inaktiv. Dieser Datensatz wiederum ist natürlich jetzt mit dem Benutzer verknüpft. Das bedeutet, als nächsten Schritt müssen wir auch den Benutzer deaktivieren. Den Benutzer deaktivieren wir in den Einstellungen. Das bedeutet, hier unten klicken wir auf das kleine Einstellungssymbol. An dieser Stelle soll gesagt sein, dass Sie die entsprechende Berechtigung besitzen müssen, um hier in die Einstellungen zu navigieren. Es kann bei Ihnen unter Umständen der Fall sein, gegebenenfalls, wenn Sie zur Assistenz gehören und nicht die volle Zugriffsberechtigung in Time Sensor Legal haben, dass Sie hier zum Beispiel nur Benutzer sehen und wenn Sie auf Benutzer klicken, dann nur Ihr eigenes Gesicht sehen. Das liegt dann in der Regel daran, dass Sie einfach nicht die notwendige Zugangsberechtigung haben. Da müssten Sie sich an Ihren Systemadministrator wenden. Wenn Sie alle Schaltflächen wie ich hier sehen, dann machen wir weiter im Text, indem wir hier einmal auf den Benutzer klicken und damit landen wir im Benutzereditor. Und wie eben angekündigt, haben wir hier auch Herrn Löschmann löschen und diesen Benutzer möchten wir jetzt deaktivieren. Das heißt, wir klicken einmal hinein mit einem Doppelklick und wir sehen auch, hier unten ist in der Benutzeradresse noch das soeben deaktivierte Dossier hinterlegt. Wir navigieren hier oben in den Reiter Login und haben hier unten etwa in der Mitte dieses Fensters ein Konto deaktiviert Checkbox. Diese aktivieren wir und das bedeutet, dass dieses Konto deaktiviert wird. Wir speichern das Ganze und wir haben jetzt erfolgreich das Konto des Mitarbeiters deaktiviert. Da ist wichtig zu sagen, dass wir in der Regel dieses Konto, wenn wir es nicht mehr haben möchten, deaktivieren sollten, nicht löschen sollten. Bei der Lizenzzählung verhält es sich so, dass die Lizenz auch für ein deaktiviertes Konto nicht mehr blockiert wird. Das bedeutet, Sie müssen es nicht löschen, sondern Sie können es einfach deaktivieren, was für Sie den Vorteil hat, dass natürlich Datensätze, die mit diesem Benutzer vernetzt sind, auch weiter nachvollziehbar bleiben. Würden wir den jetzt herauslöschen, dann haben wir das Problem, dass es unter Umständen in der Datenbank Datensätze gibt, die eben in dem Fall dann ins Leere fließen. Das möchten wir nicht. Wir möchten natürlich in der Software alles nachvollziehbar halten. Aus diesem Grund machen wir es eben so, dass wir den Mitarbeiter deaktivieren. Dann ist es weiterhin so, dass wir immer einen User, also einen Benutzer haben und damit dieser in einer Entität, also in einem Datenraum, auch aktiv werden kann, benötigen wir einen Sachbearbeiter. Das bedeutet, wir haben also pro Entität, das heißt pro Datenraum, einige von Ihnen wissen, was das bedeutet, andere wissen es vielleicht nicht. Unter Umständen haben Sie eine Software mit zwei verschiedenen Datenräumen. Wenn Sie beispielsweise zwei verschiedene Kanzleien in einer Örtlichkeit haben, Sie benutzen beide dasselbe System, Sie können aber über verschiedene Datenräume zugreifen. Das nennen wir Entitäten. Und in diesen Entitäten verhält es sich so, dass der Sachbearbeiter eine Art Reinkarnation des Users in der Entität ist. Das bedeutet im Klartext einfach nur, die Person, die in der Entität arbeiten kann, ist immer der Sachbearbeiter, nicht der User per se. Der User ist über die gesamte Software übergreifend. Das heißt, wir müssen uns hier noch einmal dem Sachbearbeiter widmen. Und eben dabei der Hinweis, wenn Sie mehrere Entitäten haben und dieser Sachbearbeiter bzw. der Sachbearbeiter für den User in allen Entitäten angelegt ist, muss er auch in allen Entitäten deaktiviert werden. Das ist eine lange Rede für einen kurzen Sinn. Wir schließen also hier diesen Editor nochmal und gehen anschließend hier oben in die Basisdaten. Dort öffnen wir die Rubrik Sachbearbeiter und sehen jetzt hier, dass der entsprechende Mitarbeiter eben auch als Sachbearbeiter erfasst ist. Das ist also die Liste, die ich eben beschrieben hatte, der Sachbearbeiter. Und die finden wir unabhängig voneinander in einer jeden Entität vor. Das bedeutet einfach, wenn Sie mehrere Entitäten haben, müssen Sie diesen spezifischen Teil des Vorgangs in jeder Entität wiederholen. Für den Benutzer gilt das nicht. Hier gehen wir also uns das Ganze einmal anschauen. Das sieht ganz wunderbar aus. Und dann haben wir nun die Möglichkeit, diesen Sachbearbeiter entweder bestehen zu lassen oder ihn zu löschen.
Das kommt darauf an, was wir später damit machen möchten. Es ist so, wenn wir zum Beispiel jetzt denken, es könnte sein, dass dieser Benutzer bzw. dass dieser Mitarbeiter noch einmal zurückkehrt, dann würden wir ihn in diesem Fall vielleicht bestehen lassen. In einem anderen Fall wäre es, dass uns vielleicht ein Partner verlässt und wir möchten aber noch Stunden auf diesen Partner erfassen, auf das Timesheet. Wie wir ja wissen, ist das Timesheet also mit dem Sachbearbeiter verknüpft. Das bedeutet, wenn ich auf diesen Sachbearbeiter, nachdem er uns verlassen hat, noch Leistungen erfassen möchte, dann sollte ich das Ganze eben nicht löschen. Wenn ich aber der Meinung bin, dass ich den Sachbearbeiter nicht länger brauche, dann kann ich diesen löschen und dann würde ich hier unten bei Auswahl des Sachbearbeiters auf diese kleine Tonne gehen. Ich klicke da drauf und ich würde in diesem Fall sagen, ich bin sicher, dass Herr Löschmann jetzt nicht zurückkommen wird. Herr Löschmann löschen. Ich sage ja und erhalte daraufhin eine Abfrage von TimeSensor. Und zwar geht es dabei um die Zuordnung. Wir wissen ja, dass ein Sachbearbeiter, deswegen haben wir uns eben den Datensatz einmal kurz angeguckt, unter Umständen Mandatsführer in Mandaten und beziehungsweise auch in Dossiers sein kann, also Mandatsführer oder Dossierführer. Bei diesem Herrn ist das der Fall. Das heißt, wir haben hier überall Zuordnungen. Wenn uns diese Person verlässt, ist es natürlich nicht zweckdienlich, dass wir diese Zuordnung belassen, da diese Person ja nicht mehr da ist, demnach auch die Verantwortung dafür nicht mehr tragen kann. Das heißt, wir können das Ganze hier neu zuordnen. Und wir würden jetzt sagen, die Frau Monika Muster, als diese bin ich aktuell angemeldet, der würden wir jetzt diese Verantwortung zuordnen. Wir bestätigen das Ganze mit OK. Und jetzt haben wir eben den Vorteil, dass diese Dossierführerschaft oder Mandatsführerschaft von dem soeben deaktivierten Sachbearbeiter auf die Frau Muster übergegangen ist. Das ist also, um das noch einmal abzurunden, ein Prozess, den können Sie machen, den müssen Sie nicht machen. Das ist abhängig von dem gewünschten Outcome. Wenn Sie also wünschen, dass weiterhin auf diesen Sachbearbeiter verzeichnet werden kann, lassen Sie ihn bestehen. Er blockiert keine Lizenz, da er ein Sachbearbeiter kein User ist. Er kann auch weiter erfassbar bleiben, auch wenn der User, also der Benutzer, den wir soeben deaktiviert haben, nicht mehr aktiv ist. Wenn Sie aber wissen, dass Sie diese Angaben, die wir soeben überschrieben haben, auf eine andere Person transferieren möchten, dann sollten Sie den Sachbearbeiter löschen. Das ist also hier der Unterschied. Und damit wären wir hier auch schon am Ende angelangt. Wir haben also die Nachfolge für diesen Sachbearbeiter definiert. Dann würde ich jetzt dazu übergehen, dass ich Ihnen einmal ein kleines Quiz zur Hand gebe. Da würde ich Sie bitten, da vielleicht einmal kurz zu antworten. Das ist auch nicht lange. Eine kurze Zwischenumfrage hat nur 3 Fragen. Und dann würde ich Ihnen jetzt einmal einen Moment Zeit geben, das Ganze zu beantworten. So, Sie sollten das jetzt auch bei sich auf dem Schirm sehen. Das heißt, wunderbar, da bekommen wir auch schon erste Antworten. So, ich lasse Ihnen noch einen Moment, wenn Sie das Ganze ausfüllen möchten, seien Sie mir herzlich willkommen. Das zu tun ist natürlich aber kein Zwang. So, dann würde ich sagen, verfahren wir auch schon weiter. Und zwar befassen wir uns dann im Anschluss mit dem Onboarding eines neuen Mitarbeiters. Onboarding, das hatten wir eben schon gesagt, ist in diesem Fall, dass wir einen neuen Mitarbeiter in der Software erfassen. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir diesen gesamten Prozess, den wir eben durchgegangen sind, einfach nochmal rückwärts aufrollen. Und zwar verfahren wir jetzt in unserem Beispiel so, dass wir eine Dame namens Pia Partner bei uns in der Kanzlei begrüßen. Die wird Partnerin sein. Das heißt, als allererstes möchten wir natürlich für Frau Partner ein entsprechendes Mitarbeiterdossier anlegen. Da gehen wir so vor, dass wir, wie eben auch, sie eben, wir landen hier gleich schon in den Mitarbeitern, erstmal als Kartei, als Mitarbeiterin erfassen. Das können wir jetzt auf 2 verschiedene Wege bewerkstelligen. Zum einen ist es so, dass wie auch unter anderen Adresskategorien, beispielsweise bei den Mandanten oder bei Behörden, können wir immer, wenn es sich nicht um eine natürliche Person handelt, also nicht um das Dossier einer natürlichen Person, können wir den Schnellerfassungsdialog aufrufen. Das heißt, wenn wir uns hier als juristische Person auswählen und wir klicken hier unten auf den kleinen Plus-Button, dann erfolgt die Abfrage, ob wir hier über den Schnelldialog Mitarbeiter für Muster und Sample, in diesem Fall unsere Kanzlei, hinzufügen möchten. Wir sagen in dem Fall also ja und können jetzt hier beispielsweise, es handelt sich um eine Dame, das geben wir auch so an, die Frau Partner erfassen.
So, das ist die Pia Partner. Ich würde jetzt einmal den kurzen Weg gehen und klicke hier sofort auf Erstellen und wir sehen hier unten ploppt die Frau Partner auf. Ich hatte eben davon gesprochen, dass wir das Ganze auf 2 verschiedene Wege machen können. Das heißt, wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn wir keine Auswahl getroffen haben, hier unten auf das Plus zu klicken und wir sehen, es erfolgt ein anderer Dialog. Das heißt, hier landen wir gleich in einem neuen Dossier. Wir haben Frau Partner jetzt aber bereits angelegt, was für uns den Vorteil hat, dass sie eben, da wir sie über die Firma direkt angelegt haben, auch gleich hier als Ansprechpartnerin für uns verbunden ist. Das können wir auch später noch abändern. Das kann ich einfach durch einen kleinen Rechtsklick auf dieses ausgewählte Feld Beziehung machen und dann kann ich hier zum Beispiel nochmal eine andere Rubrik angeben, beziehungsweise eine andere Beziehung. Das ist also auch möglich. Und ich hatte eben schon gesagt, ich gehe hier einmal den leichten Weg und war so frei und habe hier schon mal eine Karte für Frau Pia Partner erstellt und auch ein kleines Bild vorgesehen, sodass wir sie da ganz schnell einpflegen können. Sie machen das Ganze dann natürlich manuell. Ich will es noch einmal kurz zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich ziehe hier meinen Ordner rüber. Das heißt, wenn Sie eine solche V-Card vorliegen haben, ist es natürlich für Sie ein leichtes, diese nach Time Sensor zu ziehen. Sie bewegen die V-Card einfach hier über das Adressetikettfeld und lassen sie los und dann wird das Ganze in die Software gespeist. Selbig verhält sich das mit dem Bild. Das lege ich einfach hier über das Bild bzw. über das leere Fenster zum Bild und das wird mir dann auch dort eingefügt. So kann ich also recht schnell eine Person anlegen. So, einmal die Abstimmung beendet und weiter geht es. Jetzt haben wir also entsprechend ein Dossier für Frau Pia Partner erfasst. Im nächsten Schritt, da wir das Ganze ja rückwärts abarbeiten, beschäftigen wir also uns mit dem Benutzer. Das heißt, ich navigiere hier unten noch einmal in die Einstellungen, gehe hier auf Benutzer und dann kann ich über das Plus hier, wir haben ja jetzt eine weitere Lizenz zur Verfügung, da wir eben den Kollegen deaktiviert haben, können wir hier draufgehen und wir sagen, wir möchten jetzt Frau Partner erfassen. Frau Partner hat noch keinen weiteren Titel, das heißt, wir nennen sie einfach Pia Partner. Extern würden wir sie genauso nennen. Hier haben wir wieder die Option, dass wir ein kleines Bild für Frau Partner einfügen. Da nehme ich nochmal meinen Ordner. Ich gehe hier also auf das kleine Plus und ziehe das Bild hier hinein. Wenn ich damit zufrieden bin, ich finde, Frau Partner sieht fantastisch aus, drücke ich auf Fertig, nehme meinen Ordner nochmal aus dem Bild und wir sehen, hier hat Frau Partner jetzt ein hinterlegtes Icon. Jetzt kommt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Part und zwar haben wir das soeben angelegte Dossier noch nicht mit dieser Person als Benutzer verknüpft. Das ist natürlich wichtig. Dafür gehen wir hier auf das kleine Aktionsmenü und sagen Selektorfenster anzeigen. Daraufhin wird uns das Selektorfenster angezeigt. Die Software weiß auch gleich, dass wir dabei sind, einen Benutzer anzulegen, weiß also gleich, dass sie hier entsprechend in den Mitarbeitern schaut. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Frau Pia Partner einfach ganz salopp hier rüber zu ziehen. Das funktioniert also auch mit Drag and Drop. Und dann haben wir Frau Partner hier auch schon verzeichnet. Diesen Dialog, den Selektor, das Selektorfenster können wir nochmal schließen. Hier gibt es natürlich noch einige weitere Angaben, die würde ich einmal ganz kurz mit Ihnen durchgehen, aber nur exemplarisch. Wir sehen hier also, dass Frau Partner ein initiales Benutzerpasswort erhält. Wenn ich das Passwort jetzt nicht passend finde, die Mitarbeiterin fängt vielleicht morgen bei uns an, ich würde ihr gerne ein Einmalpasswort geben, was unserem Kanzleistandard entspricht oder dergleichen, ist das kein weiteres Problem. Ich kann also hier hinaufgehen und kann sagen, Passwort generieren oder kann das Passwort einfach manuell überschreiben. Diese Rubrik hier bei den Optionen, zwinge Benutzer beim nächsten Login das Passwort zu wechseln, die ist automatisch aktiviert. Das soll auch in der Regel so sein, da Sie ja als Person, die die Person angelegt hat, das Passwort nicht kennen möchten, nicht kennen sollen, sondern das soll natürlich jeder User für sich selbst festlegen. Hier unten, das ist noch ein wichtiger Punkt, können wir die Zugriffsrechte konfigurieren. Hier allerdings nur via den Gruppen. Das ist also ganz wichtig, dass wenn Sie vordefinierte Gruppen haben, dass Sie hier bei der Person einfach auswählen, in welchen Konten sie sich befindet, nicht in welchen Konten, pardon, in welchen Gruppen sie sich befindet. Da gibt es 2 verschiedene Varianten. Einmal können wir natürlich die Gruppen anlegen als Funktionen oder wir können sie als Personen anlegen. Das ist in jeder Kanzlei unterschiedlich. Das müssen Sie für Ihre Kanzlei herausfinden, welches Schema da bei Ihnen vertreten ist.
Wenn es so ist, dass Sie Personengruppen benutzen, dann müssen Sie natürlich zuvor noch eine Gruppe für diese Person erfassen. Die wird dann aber auch hier erscheinen. Das heißt, die können Sie dann einfach auswählen. Ist es so, dass Sie nach Funktionen arbeiten, von der Berechtigung her, können Sie hier einfach die entsprechenden Funktionen wie gehabt auswählen. So, ich bestätige das Ganze jetzt einmal. Wir ordnen sie aktuell noch keiner Gruppe zu. Das können wir auch im Nachgang noch machen. Wichtig ist nur, dass sie einer Gruppe zugeordnet ist, die entsprechende Zugriffsrechte hat, sonst wird sie Probleme haben, sich einzuloggen. Wir gucken uns aber den eben angesprochenen Zugang hier noch einmal an. Da noch der Hinweis, dass das im Time-Sensor Legal 365 ein eigenes Modul ist. Das heißt, da müssen Sie das entsprechende Modul dazu gebucht haben, um hier das Feintuning der Zugriffsrechte machen zu können. Und hier haben wir dann eben die Möglichkeit, für eine Gruppe, die wir hinzufügen können. Das machen wir allerdings hier, pardon. Hier würden wir also die Gruppe hinzufügen und hier würden wir dann den Zugang feintunen für diese Person, sodass wir die Option hätten, für Frau Pia Partner spezifisch nochmal eine Gruppe anzulegen und ihr spezifischen Zugriff, zum Beispiel auf vertrauliche Mandate oder dergleichen zu geben. Oft haben wir da auch die Konstellation, dass Sie sagen, Sie arbeiten mit 4 verschiedenen Anwälten. Sie möchten alle in einer Datenbank arbeiten, aber Sie möchten nicht, dass jeder Anwalt Zugriff auf jedes Mandat hat. Das wird in der Regel auch über die Zugangsberechtigungen geregelt. Das wäre dann aber das Szenario, wo Sie das Ganze eben nach Personen aufteilen und wo Sie zwingend dann für die Frau Partner hier auch eine Personengruppe namens Peer Partner erfassen müssten, damit Sie ihr eben gesondert konfigurierten Zugang erteilen können. Ist das nicht der Fall, so wie das jetzt in unserem Beispiel ist? In unserem Beispiel ist es also so, ich kehre hier noch einmal zurück, dass wir das Ganze nach Funktion haben. Das heißt, wir geben Frau Partner jetzt einmal den Admin-Zugang, da sie eben Partnerin ist. Jetzt haben wir alle notwendigen Einstellungen getroffen. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit dem Sachbearbeiter. Da wir den Vorgang rückwärts aufrollen, wissen wir schon, dass der Sachbearbeiter unser letzter Schritt in diesem Szenario ist. Wir navigieren also über die Basisdaten noch einmal hier in die Sachbearbeiter. Und das hier finde ich persönlich immer ganz angenehm bei der Anlage. Wenn ich jetzt hier unten auf das kleine Plus klicke, weiß TimeSensor sofort, dass es sich hier um die Frau Pia Partner handelt, da das der zuletzt von mir angelegte User ist. Wenn Sie mehrere User angelegt haben, erscheint hier auch so ein kleiner Regler, etwa wie hier, und Sie können dann die Person auswählen. Da wir aber gerade nur einen User angelegt haben, ist natürlich klar, dass es Frau Pia Partner sein wird. Das ist hier auch schon richtig konfiguriert. Das heißt, es wird sich natürlich um eine Partnerin handeln und deswegen hinterlegen wir hier auch Partner. Dann haben wir hier ein Ertragskonto, da wir hier nicht mit einer Kostenstelle und einer automatischen Ertragsverteilung arbeiten, lassen wir das Ganze so bestehen. Wenn Sie das doch tun, ist diese Stelle natürlich geeignet, um das weiter zu konfigurieren. Und wir sagen auch, da es eine Partnerin ist, sie kann Mandatsführerin und Akquisiteurin sein. Hier haben wir noch einen Standardstundensatz. Der ist insofern relevant, falls Sie keine Preisliste hinterlegt haben für ein Mandat, was zum Beispiel von Frau Partner bearbeitet wird. Das wäre dann der, wir nennen ihn Fallback-Stundensatz, der dort aufgezeigt wird. Hier empfiehlt es sich also, einen Standardstundensatz einzutragen. Und wenn dieser nicht gezogen wird, dann wissen Sie, dass Sie mit einer Preisliste auf Mandatsebene gearbeitet haben. Aber diese Eintragung sollten Sie machen, einfach nur, um sich später vielleicht gegebenenfalls einen Nachbereinigungsaufwand zu sparen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir das Ganze bestätigen können, haben das somit auch getan und wir sehen, Frau Pia Partner wird jetzt auch in dieser Liste geführt. Ich schließe das hier noch einmal und wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick auf diese weiße Leiste mache, dann sehen wir, na, wo ist sie? Noch hat sie es nicht ganz reingeschafft. Dann würden wir noch einmal den Cache hier oben aktualisieren. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Button. Sieht man jetzt auch, na, bei mir verschwindet es ein bisschen hinter meinem Bild. Wenn wir darüber hovern, sehen wir eben auch, dass es Cache aktualisieren anzeigt. Das heißt, hier sehe ich gleich, was die Software damit macht. So, und jetzt gucken wir das Ganze nochmal an. Da wird sie mir noch nicht angezeigt. Manchmal dauert es auch einen kleinen Moment. Aber wir sehen ja, Frau Pia Partner wird aktiv in der Liste geführt. Das heißt, sie ist auf jeden Fall verzeichnet. Ich nehme an, in etwa 5 Minuten ist es dann auch hier in der Seitenleiste zu sehen. Sie können das Ganze natürlich auch beschleunigen, wenn Sie sich noch einmal ausloggen oder dann nochmal einloggen, müssen Sie aber nicht. Normalerweise dauert es maximal einige Minuten und dann ist eben das Bild ja auch geladen. Das muss eben im Hintergrund alles noch in der Datenbank ankommen.
Erfasst ist sie aber, das können wir sehen. In der Zwischenzeit ist es so, dass wir natürlich auch immer bei neuen Mitarbeitern vor die Hürde gestellt sind, dass wir diese einarbeiten müssen. In der Regel ist es so, dass natürlich ein neuer Mitarbeiter die Software noch gänzlich gar nicht kennt. Und da möchte ich Ihnen gerne noch mit an die Hand geben, was wir in unserem Hilfecenter für Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung stellen. Und dieses Hilfecenter erreichen Sie praktischerweise über das kleine Fragezeichen hier oben. Das gehen wir einmal zusammen durch. Das heißt, hier landen wir in unseren Best-Practice-Notizen der Kanzlei. Hier kann ich zum Beispiel erfassen, wie ich einen Mitarbeiter erfasse. Und dann könnte ich zukünftig diese Anleitung konsultieren. Wenn ich das aber noch gar nicht weiß, dann kann ich hier unten auf das Hilfecenter klicken und Sie sehen, ich lande hier in einem Hilfecenter. Das ist jetzt, sagen wir hier entfernen. Das ist jetzt unser Online-Hilfecenter und hier haben wir verschiedene Rubriken. Hier haben wir zum einen User Manuals, wir haben aber auch FAQs und in beiden Rubriken können Sie sich gerne mal umschauen bezüglich spezifischer Fragestellungen. Ich empfehle aber gerade bei neuen Mitarbeitern, dass Sie Ihren Mitarbeitern einfach einmal hier das User Manual mit an die Hand geben. Da haben wir die wichtigsten Themen einmal in FAQs beziehungsweise in entsprechenden Manuals verfasst. Ich würde das einmal kurz anklicken. Zum Beispiel ist eine Frage, die mich auch immer wieder ereilt: Wie arbeite ich mit dem Timesheet? Das ist natürlich wichtig, dass neue Mitarbeiter auch im Idealfall ab Tag 1 wissen, wie sie ihre Zeiterfassung navigieren können. Und um das hier einmal exemplarisch durchzuscrollen, haben wir hier eben sehr, sehr fein aufgegliedert nochmal alles, was Sie Wissenswertes für Ihre ersten Tage gebrauchen können. So viel also zu diesem Hilfecenter und damit zur Hilfe zur Selbsthilfe. Für diejenigen von Ihnen, die da ganz ausgefuchst unterwegs sind, haben wir auch noch eine Videoakademie. Die erreichen Sie dann über den zweiten Link zur linken Seite. Und da haben wir eben noch mal einige Erklärungen in Videoform abgefasst. Mit beiden Rubriken bzw. beiden Verlinkungen sowie den Best-Practice-Notizen sollten Sie da also bestens ausgestattet sein für entsprechende Mitarbeiterwechsel. So. Hier auch noch einmal der Hinweis, noch ganz kurz zu dem Sachbearbeiter. Wie ich das eben schon in einigen Sätzen gesagt hatte, wird es natürlich so sein, dass wenn Sie mehrere Entitäten haben, Sie die Sachbearbeiterin für Frau Pia Partner entsprechend auch in allen Entitäten erfassen müssen. Bei uns ist es jetzt so, ich führe hier nur eine Entität, deswegen haben wir das Ganze in einem Durchlauf gemacht. Frau Pia Partner ist jetzt also erfasst und kann gerne morgen früh bei uns anfangen und kann dann ihre Tätigkeit als Partnerin aufnehmen. Wenn wir mehrere Entitäten haben, würde ich diesen Prozess, die zweite Hälfte des Prozesses, also die Erstellung des Sachbearbeiters, natürlich jetzt in der anderen oder den anderen Entitäten noch einmal durchführen. So, damit wären wir tatsächlich auch am Ende unseres heutigen Webinars angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Und dann würde ich Ihnen noch eine kleine Umfrage bereitstellen. So, da haben wir unser Fenster. Und zwar wird es dabei einfach nur darum gehen, dass ich gerne von Ihnen wissen möchte, in welchen zukünftigen Webinarbereichen wir uns bewegen könnten. Das heißt, welche Themenbereiche Sie für zukünftige Webinare besonders interessieren. Da sind wir immer ganz gespannt. Ich freue mich da auch auf Ihre Rückmeldung, wenn Sie weiteres Feedback für mich haben. Ah ja, ich sehe schon über das Timesheet und Statistik und Auswertungen. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für Ihre rege Teilnahme an diesen Umfragen. Da sind wir immer sehr dankbar für. Wenn zukünftig noch Anliegen auftauchen, die Sie gerne in einem Webinar behandelt sehen möchten, zögern Sie nicht, mich da auch zu kontaktieren. Sie dürfen mich gerne per E-Mail kontaktieren. Ich würde zu diesem Zwecke hier gerade noch einmal meine Präsentation einblenden, damit Sie da auch noch mal meine Kontaktdaten sehen können. So, da wären wir auf unserer letzten Folie. Na, da haben wir sie gar nicht dabei, Entschuldigung. Wo Sie uns aber erreichen können, ist eben unter der hier angegebenen Adresse. Das leitet man dann auch sehr gerne an mich weiter. Oder für diejenigen von Ihnen, die bereits Kontakt mit mir hatten, dürfen Sie mich natürlich auch bekannterweise dann über die dort verzeichneten Kontaktdaten erreichen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine weitere Teilnahme. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die heutige Teilnahme bei Ihnen und wünsche Ihnen dann noch einen angenehmen Tag und würde das Webinar jetzt beenden.